Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Länderwettkampf ist ja in vollem Gange. Bisher sind Deutschland, USA, Italien und England gegeneinander angetreten und haben für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Heute startet Irland. 10 tolle Hunderassen, welche die schöne grüne Insel vertreten werden. Und zwar sind das der Irish Wolfhound, der größte Hund der Welt, der Kerry Blue Terrier, Powerpaket, der Irish Terrier, und ich oute mich als riesengroßen Fan dieses fantastischen Hundes, der Red Irish Setter, toller Jagdhund, der Irish Red and White Setter, ebenfalls ein nicht minder toller Jagdhund, ganz im Gegenteil, der Soft-Coated Wetton Terrier, toller Allrounder, der irische Wasserspaniel, Irish Water Spaniel, der Kerry Beagle, nicht zu verwechseln mit dem normalen Beagle, der Kerry Beagle ist weit größer, der Glen of Einmal Terrier, ein typischer Terrier, und der Lurcher, der eigentlich keine offiziell anerkannte Hunderasse ist, sondern ein ganz spezieller Hundetyp, entwickelt von den Irish Travellers, also dem fahrenden Volk in Großbritannien, die diesen Hund mit Vorliebe zum Wildern, ja, für die Jagd auf Hasen verwenden. Ja, Ausgangsbasis ist hier immer ein Windhund, und da wird dann zumeist ein anderer, sehr leistungsfähiger Hund eingekreuzt in diese Lurcher. Da gibt es auch noch Unterkategorien von diesen Lurchern, Bull Lurcher und so weiter. Ein toller Hund auf jeden Fall. Und wir legen schon los. Erste Eigenschaft, so wie bei den anderen Videos davor auch, ist die Gesellschaftstauglichkeit. Und hier erreichen die Hunde aus Irland bärenstarke 92 von 100 Punkten. Wir haben hier bei diesen 10 nicht wirklich einen Hund dabei, der in ähnlicher Art und Weise wie typische Molosser oder Bull Terrier, Bulldoggen negativ polarisieren könnte bei gewissem Publikum. Der Irish Wolfhound, eventuell aufgrund seiner enormen Größe, ist ja der größte Hund der Welt, könnte hier für die eine oder andere Abneigung sorgen. Doch sonst sind diese Hunde aus Irland eigentlich Hunde, welche in der Gesellschaft, auf öffentlichen Plätzen, in Restaurants und so weiter, wenn sie dort mit denen eintreten, recht gern gesehen sind, möchte ich sagen. Also 92 Punkte bei der Gesellschaftstauglichkeit für die Hunde aus Irland. Jetzt kommen wir zur Trainierbarkeit. Also mit den 10 Vertretern von Deutschland zum Beispiel können die Iren hier nicht mithalten. Wir haben sehr gut zu trainierende Hunde dabei, die Setter, aber auch die Terrier, teilweise auch die Windhunde. Der Irish Wolfhound und der Lurcher, der ebenfalls zur Kategorie der Windhunde zählt. Aber die wirklichen Spezialisten, wenn es zur Trainierbarkeit kommt, wie sie bei dem Video, wo es um die deutschen Vertreter geht, finden, die sind hier bei Irland nicht dabei. Deswegen eher weniger hohe Punkteanzahl bei der Trainierbarkeit. Dennoch sind es 72 von 100 Punkten, und auch das kann sich sehen lassen. Es folgt die Führigkeit. Die Führigkeit ist bei den Hunden aus Irland nicht unbedingt ein Problem. Obwohl, schauen Sie, Irish Wolfhound, der größte Hund der Welt, ein Hund mit bis zu 1 oder manchmal über 1 Meter Schulterhöhe, gilt sicher nicht als der am leichtesten zu führende Hund der Welt, ist ganz klar. Sie haben hier auch recht feurige Terrier dabei, mit dem Irish Terrier, der Rote Teufel, der Kerry Blue Terrier, der wahnsinniges Feuer an den Tag legen kann, aber auch der Glen of Einmal Terrier, Lurcher, das sind alles sehr triebige Hunde, die nicht unbedingt sehr, sehr einfach zu führen sind. Natürlich ist es keine Hexerei, diese Hunde zu führen, aber sie zählen mit Sicherheit nicht zu den führigsten Hunden der Welt. Die Setter allerdings sind eher führige Hunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei der Führigkeit erreichen die Hunde aus Irland 74 von 100 Punkten. Die Verträglichkeit ist recht hoch. Wirklich rassetypisch unverträgliche Hunde, wie es manchmal gerne Bull Terrier sind, auch viele Gebrauchshunde,
Schäferhund, Dobermann und so weiter, Herdenschutzhunde, haben sie bei diesen irischen Hunden nicht dabei. Sie haben einige Kapazunder hier dabei, die gerne mal Ellbogen zeigen, Artgenossen gegenüber. Die Terrier zum Beispiel, der rote irische Terrier, der Kerry Blue Terrier, der kleine auf einmal Terrier, der kleine, ja, doch auch der Lurcher kann's. Der eine oder andere Irish Wolfhound kann hier schon mal ziemlich dominant auftreten, wobei der Irish Wolfhound eher ein verträglicher Hund ist. Die Setter sind normalerweise eher gemütlich unterwegs bei Begegnungen mit Artgenossen. Den Soft-Coated Witten Terrier nicht vergessen, auch der kann ziemliches an Dominanz am Tag legen. Aber das ist eine Sache, die eben Terrier typisch ist. Deswegen, und obwohl wir hier Hunde mit Ellbogen dabei haben, wenn es um Begegnungen mit Artgenossen, also zur Verträglichkeit kommt, möchte ich sagen, dass sie allgemein eher im Bereich der doch verträglichen Hunde dabei sind. Ja, mit Ausnahme der wirklich feurigen Terrier, wie Irish Terrier, Kerry Blue Terrier. Ja, aber ist halt so. Verträglichkeit ist recht hoch bei den irischen Hunden meiner Meinung nach und erreicht eine Punkteanzahl von 70. Die Leistungsfähigkeit, auch die kann sich sehen lassen bei diesen Hunden. Die erreichten hier 77 von 100 Punkten. Schauen Sie, Sie haben hier mit dem Lurcher, mit dem Irish Wolfhound, mit den Settern, aber auch mit den Terriern höchst leistungsfähige Hunde dabei. Soweit ich weiß, wenn es um die Wetterfestigkeit kommt, schwächelt hier kein einziger Hund. Weder wenn es kalt wird, noch wenn es heiß wird. Auch wenn es um Geschwindigkeit geht, um Beweglichkeit, Explosivität, wenn es um die Power geht, muss natürlich der kleine auf einmal Terrier etwas zurückstecken. Das ist ganz klar, das ist ein recht kleiner Terrier, der zwar unheimlich agil, explosiv ist, schnell, auch ausdauernd ist, aber kräftetechnisch natürlich den anderen gegenüber etwas das Nachsehen hat. Also, recht hohe Leistungsfähigkeit, und zwar 77 von 100 Punkte. Eigenschaft Wachhund. Es sind recht gute Wachhunde dabei. Es sind einige vorzügliche Wachhunde dabei und es sind einige Hunde dabei, die passable Wachhunde darstellen können, bei welchen aber diese Eigenschaft nicht deren Paradedisziplin ist. Ja. Irish Wolfhound kann ein sehr guter Wachhund sein. Die Terrier sind es sowieso. Ja. Das liegt ihnen im Blut, egal ob Soft-Coated Witten Terrier, Irish Terrier, Kerry Blue Terrier, Klein auf einmal Terrier, das sind exzellente Wachhunde. Terrier sind alle höchst aufmerksam, meldefreudig. Ja. Doch bei den Settern wird es schon etwas knapp, auch beim Kerry Beagle. Beim Lurcher haben sie häufig sehr gute Wachhunde und dann wieder überhaupt nicht geeignete Wachhunde dabei. Hier kommt es immer darauf an, welcher Hund beim Lurcher als zweite Ausgangsrasse gedient hat, zum Windhund dazu. Ja. Allgemein erreichen die irischen Vertreter bei der Wachhundeigenschaft 76 von 100 Punkten. Eigenschaft Schutzhund. Ja, das ist nicht deren Königsklasse. Hier können sie überhaupt nicht glänzen. Hier erreichen die Hunde aus Irland 66 von 100 Punkten. Ich möchte das so erklären. Schauen Sie, dass ein irischer Wolfshund, also ein Irish Wolfhound mit dementsprechender Einstellung einen allerhöchst effektiven Schutzhund darstellt, ist klar. Doch ist das nicht der klassische Schutzhund. Sollte sich mal dazu entschlossen haben, sie zu beschützen, mit Sicherheit ein nicht unbedingt kontrollierbarer Beschützer. Ne? Allein schon aufgrund seiner Größe, wenn die mal in Bewegung gerät. Er verfügt nicht über den ausgeprägtesten Will to Please. Also diese Verbindung stellt für mich keinen optimalen Schutzhund dar. Der Kerry Blue Terrier, der Irish Terrier, das sind Hunde, die einen sehr stark ausgeprägten Schutzhund vorweisen, sehr häufig, aber etwas gehandicapt sind aufgrund ihrer doch weniger existierenden Substanz. Wir haben mit dem Kerry Blue Terrier einen Terrier, der sich um die 20, etwas über 20 Kilo bewegt, im besten Fall. Der Irish Terrier ist oftmals leichter. Das sind engagierte Beschützer. Doch müssen sie hier etwas zurückstecken, eben wie gesagt, aufgrund fehlender Substanz. Dennoch sind es gute Schutzhunde. Doch dann wird es schon knapp. Der Soft-Coated Witten Terrier ebenfalls ein recht passabler Schutzhund, aber die Setter, der irische Wasserspaniel und so weiter. Also hier bewegen wir uns schon im unteren Bereich, wenn es um die Schutzhundeeigenschaften geht. Deswegen nur 66 Punkte von 100 für die Hunde aus Irland bei der Eigenschaft Schutzhund. Der Aktivitätenradius ist die Königsdisziplin dieser 10 Vertreter Irlands, denn hier erreichen die bärenstarke 97 von 100 Punkten.
Der einzige Hund, der hier den Aktivitätenradius etwas bremst, ist der kleinste, der kurzläufige Glen-of-Eye Terrier. Da es hier schon etwas, wie soll ich sagen, beschränkt ist, wenn es um allgemeine Aktivitäten kommt. Mit einem Glen-of-Eye Terrier können Sie mit Sicherheit nicht derartige Wanderungen hinlegen, wie mit dem Rest aller dieser Hunde. Und hier sage ich absichtlich mit dem Rest aller dieser Hunde, denn die sind mit Ihnen überall dabei. Egal ob im Winter, egal ob im Sommer, egal ob beim Entspannen im Garten oder beim Fetzen durch die Wälder. Das geht auch mit dem Glen-of-Eye Terrier, aber bedingt. Aufgrund seiner Kurzläufigkeit muss man hier etwas zurückstecken. Deswegen nicht 100, denn die hätten die eigentlich verdient, sondern 97 von 100 zu erreichenden Punkten. So, wir sind jetzt fertig. Sehen wir uns an, was die Hunde aus Irland hier für einen Gesamtscore erreicht haben. Und das ist ein sehr beeindruckender, möchte ich sagen. 624 von 800 Punkten. Das sind 78% Allrounder-Eignung. Und diese Hunde reihen sich somit als Zweiter hinter Deutschland ein und lassen die USA, England und Italien hinter sich. Also dritter Platz Italien und den vierten teilen sich die USA und England und damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich blende diese 5 Länder, sind es jetzt glaube ich, ja, 5 Länder zum Schluss des Videos nochmal nebeneinander ein. Hier können Sie dann die Punkte miteinander vergleichen. Ja, dieser Wettkampf ist immer für eine Überraschung gut. Also wie gesagt, Irland schlägt Italien, die USA und England und reiht sich als Zweiter hinter dem Spitzenreiter Deutschland ein. Das nächste Land, welches hier zum Länderwettkampf antritt und auf welches ich ebenfalls schon sehr gespannt bin, das wahnsinnig starke Schottland. Sie wissen schon, schottischer Hirschhund, Border Collie, einige Kapazunder. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, falls es Sie interessiert, bleiben Sie dran. Sehen Sie sich noch die Punkte dieser Länder an, vergleichen Sie, wie Sie möchten. Somit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage, das war's schon wieder.